Ich weiß nicht wirklich, ob diese Kameraperspektive so frontal meine momentane Gesichtsform irgendwie komplementiert. Ich habe vergangenen Mittwoch eine Weisheitszahnoperation gehabt, die wahrscheinlich irgendwie die meisten von euch auf Social Media mitbekommen haben. Und da hat es dann ziemliche Komplikationen gegeben und das wird ein eigenes Video, aber für heute, sorry, falls ich da noch ein bisschen so aussehe und generell sorry für mein müdes Aussehen. Ich habe nicht viel geschlafen, ich habe auch nicht viel gegessen die vergangenen Tage und falls ich ein bisschen so einen komischen Sprachfehler habe, ist das einfach, weil mir quasi da gerade ein Ping-Pong-Ball an Hämatom und Entzündung drinsteckt. Ich bin gerade heimgekommen von einem meiner Krankenhauskontrolltermine wegen dieser Zähne, nachdem ja die meisten von euch wahrscheinlich wissen, dass ich aus Österreich komme und in Österreich studiere und lebe. Die österreichische Regierung hat gerade einige Warnungen zum Thema Coronavirus rausgegeben. Unter anderem Großveranstaltungen in Österreich werden abgesagt, ab 100 Teilnehmern Indoor und ab 500 Teilnehmern Outdoor. Einreisestopp für Menschen aus Italien nach Österreich. Und außerdem, und das ist halt, warum ich dieses Video gerade machen möchte, Lehrveranstaltungen an Fachhochschulen und Universitäten werden bis auf Weiteres nicht abgehalten, wenn möglich soll auf Online-Unterricht umgestellt werden. Und meine Uni-Gruppe auf WhatsApp explodiert gerade an Nachrichten. Offenbar betrifft es auch Prüfungen. Und das Ganze geht, wie ich zuerst gerade auf Radio Oberösterreich gehört habe, bis Ostern, also 4 Wochen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nichts zu tun, aber ich habe irgendwie nichts zu tun. Ja, irgendwie ist es gerade alles ziemlich krass und darum wollte ich irgendwie kurz ein Video machen und ein Update machen für diesen Kanal. Das ist von einer Freundin von mir, die auf der Med-Uni Wien studiert, dass die gerade Online-Unterricht und so hat. Ich verstehe total, warum man da so drastische Maßnahmen setzt, weil das Ganze einfach eine Bedrohung für die ältere Bevölkerung und für die ganz kleine Bevölkerung vor allem ist. Wie gesagt, 14- bis 30-Jährige sind am ehesten Überträger, aber die können das halt an alte Menschen übertragen oder an Menschen übertragen, deren Immunsystem noch nicht ausgereift ist oder unterdrückt ist. Jedenfalls habe ich irgendwie jetzt die nächsten 4 Wochen Heim-Uni. Das mit den sozialen Kontakten, dass man die halt einschränken soll, verstehe ich auch. Sucks balls, absolutely sucks balls, das ist klar, aber naja, ich hoffe einfach, dass sie bald eine Therapie gegen Coronavirus finden. Was das für diesen Kanal bedeutet, ist, dass Uni-Vlogs jetzt mal nicht drin sind. Ich glaube, das ist irgendwie logisch, aber ich habe mir trotzdem gedacht, ich sag das, weil das sind die meistgeschauten Vlogs auf meinem Kanal. Die Uni-Sachen, also alle Sachen, die irgendwie mit Uni oder mit Medizin zu tun haben, mögt ihr gern, was ich voll cool finde, weil das ist mein Leben und also ich mache jetzt nicht nur Medizin, aber ich mag Medizin gerne, ich mache auch gerne die ganzen Q&A-Videos und die ganzen Uni-Vlogs, alles was mit Medizin zu tun hat, aber geht halt jetzt nicht und ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Was das so für mich jetzt bedeutet als Studentin, weiß ich gerade noch nicht, also dass ich nicht auf die Uni gehe, das ist irgendwie klar, aber ob das jetzt heißt, ich hätte nächsten Montag eine Prüfung über Allgemeinmedizin und ich hätte dann Kardiologie-Modul, also das wird dann anfangen und ich muss auch meine Bachelorarbeit irgendwo schreiben und was es jetzt für mich konkret bedeutet, weiß ich nicht, weil das Rektorat der JKU tagt noch. Ich hoffe, dass das irgendwie nachgeholt wird, dass auch die ganzen Praktika mal nachgeholt werden. Also wie sie vorhin das bekannt gegeben haben, war ich auch kurz mal so, weil ich eigentlich gerne auf die Uni gehe und ich mag auch die Praktika mega gerne. Ich finde das auch voll cool, im Krankenhaus einfach sein zu dürfen und so. Als Nicht-Patientin, weil das geht mir gerade ziemlich auf den Zeiger. Aber ja, ist schade, ist verständlich, aber es ist schade. Ich hoffe, dass es nachgeholt wird, irgendwann in möglichst nah absehbarer Zeit, ohne dass sich irgendwas in meiner gesamten Studienlaufbahn jetzt deswegen verschiebt. Das wäre irgendwie richtig, richtig kacke. Aber jedenfalls für diesen Kanal, sorry, falls ich da jetzt schon ewig lang herumlabere, aber für diesen Kanal bedeutet das einfach, dass jetzt mal auf weitere Uni-Vlogs eher gering passieren werden. Ich werde schon noch was filmen, also ich werde natürlich andere Videos machen. Ich habe immer noch einen Vlog ausständig, den ich veröffentlichen muss, den ich noch schneiden muss. Von Februar. Ich mache auch über diese Weisheitszahn-Geschichte ein Video unbedingt, weil das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte ist zum Verfolgen und ich das auch gerne einfach teilen möchte mit Leuten. Und ich möchte natürlich auch irgendwie so ein bisschen Updates machen darüber, wie ich gerade irgendwie lerne, weil ich muss natürlich die ganzen Sachen, die jetzt dann gebracht werden, irgendwann trotzdem wissen. Also Cardio möchte ich ja trotzdem können, also ja. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ihr könnt mir auch gern
wie gesagt, Anregungen geben für Videos, wie ich meinen Uni-Alltag daheim darstellen soll. Meinen tollen Uni-Alltag in meinen eigenen 4 Wänden. An dieser Stelle möchte ich gar nicht weiter irgendwie herumreden. Ich glaube, es ist alles gesagt worden. Ich hoffe, es passt für euch so und ich hoffe, ihr müsst euch nicht fürchten vor Corona. Also es ist jetzt keine krasse Panik, die da ausbrechen soll, aber es ist halt ernst zu nehmen aufgrund der Verpflichtung unseren Mitmenschen gegenüber, vor allem Mitmenschen der Risikogruppe, sprich vor allem ältere Menschen, dass man sich einfach an solche Empfehlungen, die von der Regierung kommen und die ja auch auf wissenschaftlichen Empfehlungen basiert, dass man das einfach ernst nimmt und dass man da auch ein bisschen drauf schaut. Genau. Hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns bald. Nochmal sorry wegen der Backe, aber bye!